Willkommen zur Spezialsendung bei Steinzeit, zu einer Talkreihe um ein Projekt, das mir mittlerweile echt ans Herzen gewachsen ist, weil ich jetzt sehr viel darüber gehört habe. Und ich spreche hier über ein Grundstück in Paraguay, nämlich das grüne Paradies, El Paraíso Verde. Und den Initiator, Gründer und Organisator dieser ganzen Geschichte, den habe ich jetzt schon mehrere Sendungen bei mir gehabt. Ich empfehle jedem, die vorigen Sendungen nochmal anzuschauen oder überhaupt mal anzuschauen. Und ich werde jetzt noch ein wichtiges Thema ergründen in diesem Projekt, nämlich es geht um das Geld und Geld an sich. Und dazu sage ich nochmal Hallo Erwin, grüß dich. Danke Robert, danke für die Einladung. Erwin, ja, das ist jetzt nochmal ein wichtiges Thema. Natürlich ohne Geld geht gar nichts. Aber so wie ich das Projekt bisher verstanden und kennengelernt habe, kann ich mir vorstellen, dass du auch da eine spezielle Art und Weise hast, an das Thema ranzugehen. Wie wirst du das Thema da drüben organisieren? Also im Paraíso Verde haben wir uns einmal losgelöst. Es gibt ja so viele Gesellschaftsmodelle, die ja über das Geld abschaffen wollen. Ne? Und wenn man denkt, dass das Papiergeld wurde im Jahr 1024 erfunden von den Chinesen, die haben das erfunden, wurde dann von Marco Polo 1276 entdeckt und dann haben die Chinesen das doch 400 Jahre durchgehalten, bevor es dann abgeschafft wurde, weil ja der Kaiser dann draufgekommen ist, man druckt einfach Geld, wenn man ein neues Schlachtschiff braucht oder wenn man die Soldaten zahlen muss. Und irgendwann einmal im Jahr 1402 wurde das erste Bargeld abgeschafft. Aber diese Zeiträume zwischen dem Erfinden vom Papiergeld, dem Entfernen des jeweiligen Collaterals, also des Goldes dahinter oder was auch immer, und dem dann endlosen Drucken und dann dem Abschaffen und eine Währungsreform zu machen, die wurden immer kürzer. Der kürzeste war übrigens der John Law, ja, der war 1715. Und dieser John Law hat innerhalb von 5 Jahren es geschafft, in Frankreich das Papiergeld einzuführen. Es gab einen Boom der Wirtschaft. Nach 5 Jahren war das Ganze kaputt. Da hat auch noch die Nationalbank mitgezockt. Und also da gab es auch schon Derivate, da gab es das alles schon. Also wenn man das weiß, was Bargeld ist, muss man mal unterscheiden, was ist Papiergeld und was ist goldgedeckte Währung. Und jeder, der sagt, eine Goldwährung ist nicht zeitgemäß, dem zeige ich immer in Wien die schönen alten Häuser, die Gründerzeithäuser, die sind in einer Zeit gemacht worden, da gab es eine Goldwährung. Und auch die deutsche Wirtschaft ist im 19. Jahrhundert explodiert, da gab es eine goldgedeckte Währung, die dann natürlich 1914 mit Beginn des Ersten Weltkriegs musste man wieder die Gelddruckmaschine anwerfen, um den Krieg zu finanzieren. Also alle Kriegsverbrecher finanzieren sich mit Gelddrucken. Ob sie Milosevic heißen oder wer immer sie waren, immer Geld drucken. Ja. Man kann ja sagen, die Amerikaner, aber das ist eine eigene Sendung von anderen Leuten, das machen andere. Und dieser Goldstandard, der dann wieder eingeführt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Bretton Woods Abkommen, der wurde dann von Nixon gekippt. Warum? Na, weil sie in Vietnam Krieg gehabt haben. 1972 wurde der Goldstandard dann gekippt im Juli vom Nixon. Und Vietnam ging bis 75, ja. Bitte? Vietnam ging bis 75. Genau, und 1972 haben sie kein Gold mehr gehabt. Die berühmte Geschichte, wo der Charles de Gaulle gekommen ist und gesagt hat, ich habe ein Schlachtschiff da draußen mit so diesen grünen Scheinen, die will ich gerne umtauschen. 35 von den Scheinen für eine Unze Gold. Und dann hat der Nixon in das Nebenzimmer geholt und gesagt, wir haben es nicht. Ne? Wir drucken seit dem Vietnamkrieg Geld wie die Sau und wir haben es nicht. Ne? Und wie verkaufen wir es den Depperten, ja? Also dem Volk wollte ich sagen, ja? Wie verkaufen wir es dem Volk? Und dann haben die halt dem Volk gesagt, ist nicht zeitgemäß und Spekulanten. Dann kam die berühmte Rede von Herrn Nixon, wo er lauter Gründe kriegt, wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass es alles nur Humbug ist. Ja? Na gut, aber jedenfalls haben wir den Goldstandard abgeschafft und seit der Abschaffung des Goldstandards, vor allem seit dem Jahr 2008, drucken wir Geld in nie gewesenen Höhen. Und Geld ist ein Nullum, ein Nichts. Geld ist nichts wert. Und wer es nicht glaubt, sollte bitte die Seite 49 des Handbuchs der Deutschen Bundesbank lesen. Da steht nämlich drinnen, der Euro ist eine reine Papierwährung, also nicht durch Gold oder andere Edelmetalle gedeckt. Für Euro-Bargeld besteht daher keine Einlösungsverpflichtung in andere Werte. Mit anderen Worten, ist ein Stück Papier. Ein Geld ist ein Stück Papier. Wenn man sich das einmal anschaut, wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen mit Geld. Wir haben nicht ein Nullum, wir haben ein Nullum. No? Das werde ich gleich beweisen. Was ist denn Geld juristisch? Geld ist juristisch ein qualifiziertes Inhaberpapier. Das heißt, Geld ist ein Schuldschein. Und auf diesem Schuldschein müssen 2 Unterschriften drauf sein, meistens vom Präsidenten, vom Notenbankpräsidenten. Ja, und wenn du dir die alte deutsche Mark anschaust, da sind 2 Unterschriften drauf. Auf manchen Geldscheinen haben wir sogar 3 Unterschriften drauf. Und zwar voller Name, Titel und Unterschrift. Ja. Und schau da einmal irgendeinen Schein, das sind so diese Zettel von heute, als wie heißt das, als Spickzettel nicht gut zu brauchen, schau das einmal an. Wer hat denn das unterschrieben?
Den habe ich bisher selten in der Hand gehabt, so einen Fünfer. Oder der da, das ist eine andere Unterschrift. Ne? Gibt's nicht mehr. Ja, der da ist eine andere Unterschrift. EZB. Ja. Ja. Also wenn man sich so einen Schein anschaut, man sieht hier eine Unterschrift. Sieht man hier einen Namen oder einen Titel? Sieht man hier Hans Mayer, Dr. Hans Mayer, Notenbankpräsident. Ja? Ja, Bundeskanzler Adolf Schmidt, Bundeskanzler. Ja? Ja? Das wäre ein qualifizierter Schuldschein. Das ist ein Nullum. Das ist juristisch ein Zettel Papier, der maximal Urheberrechtsschutz hat. Wenn du heute, du wirst ja nicht wegen Geldwäsche verurteilt, sondern wegen Urheberrechtsschutzverurteilung. Das heißt, wir haben es geschafft, in dieser konstanten Volksverdummung, die wir vor uns haben wir es geschafft, dem Volk über die Jahre einen Zettel zu geben, der nichts wert ist. Der hat juristisch absolut keinen Wert. Jetzt schaue ich mir, das ist ja auch ein schöner, ich liebe den. Da steht drauf, Umdrage. Was ist denn der Umdrage? Was ist da der Name vom... Umdrage. Achso, Mario, ja, oder? Weißt du, wer das ist? Okay, also das ist ein Obdachloser, der da unterschrieben hat. Der wohnt bei uns unter der Brücke. Und das ist mein Friseur. Der heißt auch Umdrage. Ich muss das so darstellen, dass die Leute kapieren, dass die derzeit ein Nichts umtauschen. Das ist kein Schuldschein. Hier verpflichtet sich niemand zu irgendetwas. Auch nicht der Staat. Ja, aber Goethe hat es doch mal gesagt, wenn der Wahnsinn groß genug wird, wird er unsichtbar. Genau. Das ist ja dann wahrscheinlich auch da so, weil jeder denkt, es ist normal, kapiert es keiner, oder? Ist das so der ist Grund, es. warum wir so das ist einfach es. Der alles Wahnsinn wird zur Normalität. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen paraguayanischen Guarani anschaue, da sind noch 2 Unterschriften drauf, da steht noch Präsidente drauf. Das ist die offizielle Währung in Guarani. Paraguay. Ja. Also liebe Leute, wenn ihr Euro habt, dann solltet ihr bald Grundstücke kaufen in einem Land, wo die Währung was wert ist. Ja? Das ist ein Guarani, das sind kleinere Scheine, man sieht hier überall ganz deutlich. Was ist jetzt der Gegenwert noch zu 5.000? Was wäre jetzt circa, und das kommt ja das Erste, es steht hier 6.100 circa, Umwechslungskurs, stimmt aber nicht. Die Nationalbank Paraguays zahlt 5.800 dafür. Die wollen keinen Euro. Nee, was ist 1 Euro wert? Oder wie viel? 6.000 Guarani ist 1 Euro. Okay, dann sind das ungefähr 80 Cent. Das sind ca. 80 Cent, ja. Ah, okay. Ja, und dann also haben wir da 6.000, da haben wir 3 Euro, das sind 3 dann Euro irgendwas. 3, 4 Euro ja, oder genau, so. richtig. Okay. Nur gut, ich kriege dort das Vierfache. Also klar, ich kann dort wesentlich günstiger einkaufen. Aber wenn man sich jetzt diese Zettel hier anschaut, dann hat man folgende Situation. Das ist noch wirklich ein juristisch als Geld zu bezeichnen. Während das, was wir in Europa haben, ist ja juristisch kein Geld mehr. Und das wird ja dann eben schlagend, wenn einmal das Geld nichts mehr wert ist. Weil dann erst lesen die Leute die Gesetze, so wie sie das Scheidemünzengesetz erst lesen beim Goldverbot oder das deutsche Münzgesetz, genauso lesen sie genauso werden sie den ESM-Vertrag erst lesen, wenn das Bankkonto auf Null ist oder das SAG, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Und genauso werden sie dann lesen, aha, Geld ist ja gar nichts wert. Ja, das ist schon seit Jahren nichts mehr wert. Und wenn man das weiß und der Mario Draghi druckt 80 Milliarden im Monat, 80 Milliarden pro Monat, dann weiß man, wir werden alle immer ärmer. Sag nicht ich, sondern sagt zum Beispiel Professor Hans-Werner Sinn. Ja? Das hat die Menschheit ja, oder vielmehr die Europäer und wir Deutschen haben das geschnallt, als der Euro eingeführt worden ist und einfach die Preise einfach die Hälfte alles nur noch, du zahlst heute, alles war doppelt so viel wert. Du zahlst ja teilweise doppelt so viel in Euro, was du damals in D-Mark gezahlt hast. In Österreich war es ja ganz genial. Das wollte ich sagen, und was haben die Zeitungen geschrieben? Es ist 1,2% Inflation. Ja, es ist kein Teuro. Ja. Aber alles ist doppelt so teuer So und halb so viel wert. So ist das. Aber das Thema Inflation kriegen wir gar nicht in die Interviewserie rein. Das sind eigene Vorträge in meinen Seminaren über das Thema Inflation. Mir geht es nur darum, dass man kapiert. Und auch wieder, weil ich ein Positivdenker bin. Ja. Ich bin jemand, der sagt, der Crash passiert vielleicht gar nicht. Aber über die Inflation wird man uns enteignen. Du wirst für den Cappuccino beim Starbucks irgendwann 87,50 zahlen und du wirst nicht darüber nachdenken. Schau dir doch einmal an, 150.000 Euro. Damit hat man früher ein Haus gebaut. Und heute kriegst du gerade mal einen Mercedes drum. Ja? Die Garage, Oder die Garage, 150.000 kriegst du nicht einmal einen guten Mercedes, gibt es teurere noch. Ja? Also das sind so Dinge, wo man sich gar keine Idee macht. Ich gebe ein Beispiel, ich habe meiner Ex-Frau mal eine Lebensversicherung verkauft und dann, als sie den nach 17 Jahren aufgelöst hat, mit Gewinnern, die haben sogar Zinsen bezahlt, das war eine gute Versicherung, ein gutes Produkt, ein gutes Finanzprodukt, guten Job gemacht. Dann haben wir nur mal nachgerechnet, nachdem sie gerade wieder ein neues Auto sich gekauft hat und damals, als sie das abgeschlossen hat, hat sie sich auch ein Auto gekauft. Haben wir nachgerechnet, was hat damals ein Auto gekostet, ein normales, unteres Mittelklasse-Auto und jetzt ein anderes. Ein Viertel von dem Geld war noch übrig. Okay. In 17 Jahren.
Und das fällt uns nicht auf. Wir werden gekocht, wie die Frösche schon langsam. Und jetzt geht es darum, in wirkliche Währungen zu gehen. Bevor wir in die wirklichen Währungen gehen, das Thema Kryptowährungen kommt immer wieder auf. Ja, wenn jemand mit einer Kryptowährung zu tun hat, schau, ob es eine echte ist, ob die eine Blockchain haben, ob das wirklich ist. Da muss man zu uns kommen für Beratung. Was heißt Kryptowährung? Kryptowährung ist eine elektronische Währung. Es ist ja wie ein Gutscheincode. Eine Kryptowährung ist nichts anderes als ein komplizierter Gutscheincode, den es nur einmal auf der Welt gibt. Das ein Computer errechnet und mit diesem Gutscheincode kann man zahlen. In der Kryptowährung ist die Zukunft. Also es wird in einigen Jahren werden auch die Deutsche Bank, alle werden sie mit Kryptowährungen kommen. Es wird tausende Kryptowährungen kommen. Also eine verschlüsselte Währung sozusagen. Und jetzt sage ich dir das Prinzip darunter. Welche Währung wird sich durchsetzen? Eine verschlüsselte Währung, ein verschlüsselter Gutscheincode ist das. Ja? Das ist eine Kryptowährung. Und eine Kryptowährung ist super, weil man kann elektronisch bezahlen, man kann mit Handy bezahlen. Man hat eine Sicherheit. Die Kryptowährung ist normalerweise limitiert. Ja? Und alles, was limitiert ist, steigt im Wert. Alles, was unlimitiert ist, wird im Wert verfallen. Das wird unlimitiert gedruckt. Das kann keinen Wert haben. Ja? Hatte schon der Ben Bernanke gesagt vor dem amerikanischen Kongress, zum Unterschied zu Gold und Silber ist der Dollar eine Währung, die wir unbegrenzt drucken können. Ja? Und daher hat er keinen Wert. Weiß er ja. Ne? Also wir haben bei Kryptowährungen, die meisten Kryptowährungen sind limitiert. Also eigentlich aus der mathematischen Formel heraus müssen sie limitiert sein. Ja? Das heißt, wir haben eine Limitierung. Aber welche von diesen Tausenden von Kryptowährungen setzt sich durch? Welche hat einen gescheiten Vertrieb? Welche wird gehandelt? Welche hat gescheite Lieferanten? Weil ohne, dass es getauscht wird, ist die Kryptowährung auch nichts wert. Und jetzt kommen wir darunter, was ist Geld wirklich? Geld ist eine Idee, die durch Vertrauen unterstützt wird. Ist nichts anderes als eine Idee, die Vertrauen hat. Wenn ich dir diesen Schein gebe, weiß ich kriege von dir im Wert von, ich weiß nicht, ich kriege 3 Paar Schuhe oder irgendwas kriege ich dafür. Ich kriege das Vertrauen, wenn du den Zettel nimmst, dass jemand anderer dir für diesen Zettel wieder was anderes gibt. Also Geld ist im Prinzip eine Fiktion, eine Idee, die durch Vertrauen unterstützt wird. Wenn aber das Vertrauen weg ist, was ist das Geld dann noch wert? Ja, Zero. Zero. Gut, wie lange dauert es, um das Vertrauen in diese Währung zu zerstören? Einen Crash. Kann über Nacht gehen. Ja. Wenn das Vertrauen weg ist, aus. Und jetzt kommen wir zurück auf die wirklichen Währungen. Jetzt gehen wir wieder zurück vom Papiergeld, zurück zum Gold als Repräsentant von wahren Werten und zurück zu dem, was hat ein Gold repräsentiert. Das hat repräsentiert die Hühner, die Kühe und den Weizen. Ja? Also man hatte dann nur das Edelmetall eingeführt, weil das leichter zu transportieren war. Weil du nicht mit einer Kuh zum Installateur, also zum Klempner gehen kannst und sagen, mach mir bitte meinen neuen Boiler, du kriegst die Kuh dafür. Ja, der fängt vielleicht mit der Kuh nichts an. Deswegen hat man dann Gold eingeführt und Silber und Kupfer. Und dann hat man das Ganze durch eine Fiktion ersetzt, das ist nämlich Papier. Dann hat man am Anfang das Papier noch gedeckt mit Edelmetallen und später haben gesagt, die Leute sind so deppert, ne? Aber so deppert, die kapieren ja gar nicht, dass wir gar kein Gold brauchen, wir brauchen nur den Zettel. Ja? Und wir sind ja genau auf diesen Punkt angekommen, ja? Das ist Volksverblödung zum Quadrat. Ja? Und jetzt kehren wir aber wieder zurück. In dem Moment, wo diese Crash-Szenarien kommen können, muss ich wieder sagen, was ist denn die wirkliche Währung? Die wirkliche Währung ist was zu essen. Und jetzt sind wir wieder im Paraiso Verde, wo ich sage, okay, wir müssen back to the roots, back to the basics. Das Wichtigste, was ich brauche, ist was zu essen und zu trinken. Ja? Und deswegen sage ich, okay, dann gehe ich mit den Leuten, die kapieren, wo der Hase hinläuft in Deutschland. Ja? Die Leute, die nehme ich dort auf meine 16 Quadratkilometer, weil die kann ich alleine, ist mir langweilig dort. Es ist ja nur Spaß mit dir, mit anderen Leuten, die dort hinkommen. Hoffentlich jeder mit verrückten Ideen, hoffentlich jeder ein Querdenker, hoffentlich jemand, der zu Hause nur aneckt. Ja? Das heißt, eigentlich müsste die Merkel mir jetzt dann den roten Teppich ausräumen, weil ich nehme ja die ganzen Querdenker weg. Ich nehme ja auch die Unternehmer weg, die noch was unternehmen wollen. Ja? Da kommen sehr viel, zu dem kommen wir dann nachher noch. Aber im Prinzip, die Querdenker können alle zu mir kommen. Ja? Weil das sind Leute, mit denen man noch was anfangen kann. Ja, die machen etwas groß. Und wir machen einfach dort was Großes. Und welches Geld wir dort verwenden, das werden wir uns dann überlegen. Aber wir gehen einmal zurück zu den Roots. Wir tauschen einmal in Essen und in Trinken und in den Dingen, die der Herrgott selbst wachsen lässt. Ja? Und dann schauen wir einmal, wie tauschen wir uns aus. Und mir ist zum Beispiel eine gute Kryptowährung viel lieber, weil sie beschränkt ist. Weil ich weiß, es gibt nur diese Menge. Und irgendwo kann ich dann eine Verrechnungskorrelation zwischen der Menge Krypto und der Währung und meiner Währung Papayas machen. Ja?
Also du hast nicht vor, irgendwie so eine Art Regionalwährung wie den Chiemgauer oder sowas zu machen? Wir hätten das Recht dazu, wir dürfen das. Ihr könntet das, ja. Aber es... Ich kann nicht alles alleine. Also da will ich irgendeinen gescheiten Burschen, vielleicht kommt der Professor Hörmann zu uns und erzählt uns, wie es geht, oder andere gescheite, es gibt so viele gescheite Leute. Das heißt also, du bist in diesem Thema auch ganz offen für die beste Möglichkeit. Du hast das nicht von vornherein festgelegt. Das betrifft alle unsere Themen. Ich will nie im Leben der Guru sein. Ich bin jemand, der halt Denkanstöße gibt und sagt, okay, machen wir es doch anders. Und dann hoffentlich kommen Leute, die sich mit der Thematik beschäftigt haben, die dann sagen, ich übernehme Verantwortung. Weil jetzt kommt nämlich etwas, weil Wissen bringt ja Verantwortung mit sich. Und wenn schon, Entschuldige, Klugscheißer gibt es genug, ja, auch in solchen Interviews gibt es Leute, die immer wieder groß daherreden, ja, von ihren Projekten. Ich mache was. Ich mache was mit meinen Möglichkeiten, mit meinen bescheidenen Dingen, die ich halt tue, mache ich halt was. Ich stelle das Spielfeld hin. Aber jetzt brauchen wir die Leute, die bis jetzt immer nur gescheit geredet haben, die sollen einmal zu uns kommen und zeigen, wie es geht. Und wenn einer von denen sich bei Währung auskennt, kann er das ja machen. Vielleicht werden wir die neue Weltwährung. Das heißt, also du hast da in deiner Idee auch durchaus Raum für Verbesserungen, die du selber noch gar nicht auf dem Schirm hast. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir sind nur normale, irrende und lernende Menschen. Und deswegen sind wir so beliebt dort, weil wir sind dort nämlich nicht gekommen, als wir machen alles besser. Ja, und wir haben gesagt, wir wollen lernen, wir wollen uns integrieren. Das Thema Geld ist wichtig, weil mit Geld haben wir alle zu tun, aber die wenigsten verstehen, was Geld ist. Und genau genommen in Zeiten wie diesen, bei den Szenarien, die auf uns zukommen, geht es wieder zurück zu den Basics. Habe ich was zu essen? Habe ich was zu trinken? Und dann kann ich weiterreden. Und dann kann ich in einen Austausch mit vernünftigen Leuten gehen und ist Geld nur mehr das, was es sein soll. Eine Verrechnungseinheit zum Austausch von Waren und Dienstleistungen. Und alles andere sollte Geld nicht sein. Und wo sind wir heute beim Geld? Vom Machtinstrument bis zum Forex, bis zum Spekulationsobjekt. Geld ist heute alles andere. Aber es ist nicht mehr das, was es sein soll. Eine faire Verrechnungseinheit von Waren und Dienstleistungen. Ja, und das hat damit angefangen, dass irgendjemand das Geldmonopol kriegt. Ne? Dieses Geldmonopol wurde abgegeben sozusagen an irgendjemand anderen und der hat gesagt, ich kann aber Geld drucken, wie ich will. Und seit dieses Ungleichgewicht entstanden ist, mit der FED 1917 etc., reden ja andere Leute gescheit darüber, ist es so, dass wir eigentlich den gesamten Wert unserer Waren und Dienstleistungen abgesaugt bekommen. Also wir werden ausgesaugt über das Geldsystem. Und das werden wir halt anders machen. Ja, lieber Erwin, also jetzt erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Eindrücke über dein Projekt und alles, was du mir jetzt in diesen ganzen Interviews erzählt hast. Ich muss das alles erstmal verarbeiten und es wird vielen Zuschauern wahrscheinlich auch so gehen. Diese Reihe ist noch nicht fertig, du hast noch viel mehr zu erzählen, aber von meiner Seite aus jetzt auch wirklich vielen Dank, dass du so eine Idee voranbringst, weil das ist so ein Moment, wo mir meine Arbeit hier echt Spaß macht, dass ich Leute wie dir begegnen kann, Macher. Nicht Leute, die einfach nur reden und machen wollen, sondern du scheinst es offensichtlich wirklich zu machen. Und glaube mir, ich werde mit Argusaugen dein Projekt verfolgen und ich habe das Gefühl, dass ich da in dem nächsten Jahr irgendwann mal aufschlage. Also das ist mir jetzt innerlich gerade, ich gehe da jetzt schwanger mit diesem Gedanken und mal gucken, ob es 9 Monate oder eine Frühgeburt wird. Keine Ahnung, wann ich aufschlage. Also alles Gute für dich. Danke. Viel Erfolg weiterhin, dass das Danke. Baby fliegen lernt. Danke. Und liebe Zuschauer, ja wie gesagt, dieses Thema ist noch lange nicht vorbei. Diese Interviewreihe wird fortgesetzt und zwar nicht von mir, sondern von meinem Kollegen von Neue Horizonte. Der Götz wird diese Serie fortsetzen und ich sage danke fürs Interesse zu mir und meiner Sendung und ich wünsche viel Spaß beim Entdecken von den anderen Themen. Bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Mal und macht es gut.